Bei dem Projekt mit dem Lehrlingsboot hat mir als erstes am meisten gefallen, dass keine Idee war, die von oben gekommen ist. Also ich als Chef habe da nichts angeordnet, sondern das Team, unsere lustigen und engagierten Lehrlinge sind mit unserem Meister, mit Mario, dahergekommen und gesagt, lasst uns ein gemeinsames Boot bauen. Also aus einem Bedürfnis, dass wir die Fähigkeiten, die unsere Leute da schon haben, zu zeigen, haben die ein Boot gebaut. Das Zweite, was mir unheimlich gut gefallen hat, war der Teamgeist. Die haben richtig gut zusammengearbeitet. Und das Dritte, was mir natürlich extrem gut gefällt, ist das Ergebnis, weil das Boot ist richtig gut geworden. Von dem Projekt habe ich mir erhofft, dass wir den aktuellen Ausbildungsstand von unseren Lehrlingen sehen. Der eine Lehrling hat Stärken, der andere hat Schwächen. Auf das können wir jetzt Rücksicht nehmen in der Produktion, wo die Lehrlinge dann so eingesetzt werden, dass sie noch mehr lernen. Und ich glaube, dass bei dem Lehrlingsprojekt alle Lehrlinge sehr stolz auf das Projekt waren. Wie alles beim Frauscher, es geht ums Produkt. Wir haben einfach die geilsten Boote der Welt. Und das macht an jedem bei uns Spaß. Und das macht auch den Lehrlingen Spaß. Das ist das eine. Wenn ich mal was Schönes bauen darf, habe ich eine coole Lehre. Das Zweite ist das, dass man was lernt. Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Wir brauchen für unsere jungen Leute eine Ausbildung, wo sie nachher, wenn sie fertig sind, sagen können, mir steht die Welt offen. Das bringen wir auch zusammen. Und das Dritte, was mir ganz wichtig ist, wir haben einen Spaß. Also das Schönste an diesem Projekt war, dass ich das erste Mal eine Führung übernommen habe. Ich habe 2 Lehrlinge einweisen dürfen auf die Installation und die Elektrotechnik. Ich habe das Boot schon 3 Jahre mittlerweile selbst installiert und das war einfach ein Wahnsinnsgefühl, eine Führung zu übernehmen. Ich habe mich zur Lehre als Bootbauer entschieden, aus dem Grund, weil ich schon seit meinem 8. Lebensjahr in der Landesmodellbauschule in Fichtwang Modellflugzeuge und Modellboote gebaut habe. Ja, am meisten getaugt hat mir am Lehrlingsprojekt bei der 610er, dass ich beim Decksetzen mit dem Kran fahren dürfen habe und auch die Verantwortung von Mario gekriegt habe, dass ich da zuständig bin fürs Decksetzen. Ich habe mich zur Lehre als Bootsbauerin entschieden, einfach weil bei uns das familiär schon immer im Hintergrund war. Meine Großeltern waren früher viel am Segeln und meine Eltern, mein Bruder und ich waren während der Schulzeit dann auch alle immer im Sportrudern aktiv und so kam dann irgendwann der Gedanke, Boote, die baut doch irgendwie auch einer und dann habe ich mir gedacht, ja, das wär's doch eigentlich. Also die größte Herausforderung bei dem Projekt war jetzt eigentlich, dass man mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet, die unterschiedlichen Erfahrungsgrad haben, weil einfach einer in dem ersten Lehrjahr ist und der andere dann im zweiten oder dritten. Die größte Herausforderung war für mich ganz am Anfang die Zuteilung, wie es geheißen hat, dass wir alle Lehrlinge halt zusammen das Boot bauen. So habe ich mir eigentlich nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Es hat alles tadellos funktioniert und wir waren dann auch noch bei einer Probefahrt am See. Ein Boot zu bauen bedeutet, dass man ein Fahrzeug macht, was sich in der Natur bewegt. Und es gibt für einen Bootsbauer nichts Schöneres, als am Wasser zu sein. Wenn er dann segelt, hat er einen Wind dazu. Die Sonne scheint auch meistens. Und wir erleben das ja als Bootsbauer. Als Bootsbauer bist du nicht nur in der Werkstatt, sondern du bist da mit dem Boot, was du gebaut hast, hin und wieder am Wasser draußen.